For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ich dachte, ich muss mal wieder einen wunderschönen Königspython präsentieren. Um ehrlich zu sein, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was es ist, aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube, es ist sowas vielleicht wie Super Crevel Pewter. Ne? Also die Verpaarung war Pewter Crevel, Weibchen, und das Männchen war ein Highway-Männchen, ja, also Pewter Crevel mit Highway. Ich glaube, dass es wahrscheinlich, dass es vielleicht Super Crevel Pewter sein müsste. Ne? Also der Pastell steckt ja drin, der Cinnamon vielleicht auch. Das hier, diese Zeichnung, das ist so Super Crevel mäßig. Das ist so meine Theorie. Werde mir das Tier mal behalten zum Weiterzüchten. Also ich finde es eine echt tolle, gelungene Geschichte. Und es zeigt, dass eben mit Super Crevel, also ich bin ein totaler Super Crevel Fan oder Highway Fan, da lassen sich wirklich wunderschöne Schlangen züchten. Wir hatten schon vor einigen Wochen, Monaten mal zu Frag Stefan aufgerufen. Da kam ja schon ein Teil davon. Allerdings, glaube ich, da hatte ich bloß 4, 5 Fragen beantwortet, weil ich relativ viel am Labern war, relativ lang war. Und in der Reaktion von euch waren über 100 Fragen drin. Deswegen wollte ich heute noch mal einige Fragen nachschieben, die wir jetzt in der Folge oder die ich in der Folge beantworten möchte. Der Ignaz fragt: Hi, ich habe eine Schildkröte, die die letzten 20 Jahre Winterruhe im Keller bei ca. 18 bis 20 Grad gehalten hat, jedoch immer komplett durchgeschlafen hat, bekommen. Kann ich jetzt noch damit anfangen, die im Kühlschrank, wie man es richtig machen sollte, umzugewöhnen, oder würde sie das nicht überleben? Vielen Dank. Ignaz, ich glaube, der Hund ist begraben bei "Ich habe das Tier bekommen". Also dem entnehme ich, dass der Vorbesitzer dir erzählt hat, oh, die hat mal jetzt im Keller, unser Keller ist warm, der hat 18 bis 20 Grad. Also ich behaupte, kein Keller hat 18 bis 20 Grad, weil ja selbst ein normaler Wohnraum mit Zentralheizung, die nachts ausschaltet, der geht ja schon auf 15, 16 Grad eigentlich runter. Wie gesagt, nachts schaltet die Heizung aus bei meines Wissens so ziemlich jedem Haushalt mittlerweile. Also ich schätze, auch der Keller war deutlich kälter wie diese 18 bis 20 Grad. Von dem her gehen wir mal davon aus, der Keller hatte vielleicht 10 bis 15 Grad. Dann sind wir schon gar nicht so weit weg von den 8 Grad oder 6 bis 8 Grad, die man Winterruhe machen sollte. Und um die Frage zu beantworten, ja, ich würde es jetzt richtig machen, weil man was eine Zeit lang immer falsch gemacht hat und die Tiere das vielleicht in Anführungsstrich ausgehalten haben, denke ich, sollte man trotzdem, wenn man es merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, allgemein in der Terroristik, sollte man in dem Moment, wo man es merkt, den Fehler auf jeden Fall korrigieren und nicht denken, naja, das war ja jetzt immer falsch, dann mache ich falsch weiter. Ne? Also das höre ich manchmal immer wieder, oder wenn man zu den Leuten sagt, oh, dein Terrarium ist viel zu kalt, du musst dein Königspython wärmer halten, und dann kommt als Antwort, ja, aber das mache ich ja schon seit 10 Jahren so. Wie gesagt, ich glaube in der Terroristik, wenn ich merke, es ist was falsch, dann muss ich es richtig machen. Tim Zilla 08: Hallo Stefan, funktioniert das TSD-Verfahren aus der einen Reptilien-ABC-Folge auch bei Königspythons und grünen Leguanen? Das TSD-Verfahren, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, TSD steht für Temperature Sex Determination, also dass man die Reptilieneier temperaturabhängig das Geschlecht steuern kann. Ne? Habe ich hohe Temperaturen, kommen mehr Weibchen, habe ich niedrige, kommen mehr Männchen oder umgekehrt. Das nennt sich TSD, Temperature Sex Determination. Deine Frage war, ob es bei Königspython oder grüner Leguan geht. Nein, es geht nicht. Also Königspython haben wir selber schon alles probiert, rauf und runter. Früher hat man manchmal gedacht, naja, kann ja vielleicht doch gehen oder so. Aber da haben schon so viele Leute probiert, ich unter anderem auch. Da tut sich gar nichts, was die Geschlechter betrifft. Und auch bei grünen Leguanen ist es meines Wissens nicht möglich. Also was die Farmen
sagen oder was ich von den Farmen bis jetzt mitbekommen habe, die sagen, oh nee, keine Chance, also scheint nicht zu funktionieren. Aber die Folge ist relativ interessant. Ich sehe, du hast sie gesehen. Auch für die anderen, wir blenden es vielleicht mal unten ein, diese Folge über das TSD, ist wirklich interessant und ich glaube, da zähle ich auch auf, bei welchen Arten es funktioniert. Hallo Stefan, ich wollte mal fragen, ob euch schon mal ein Tier bei euch ausgebrochen ist. Interessiert mich sehr. Ja, tatsächlich ist, da kann ich dir eine Geschichte drüber erzählen, ist jetzt, glaube ich, mindestens 2 Jahre her oder 2 Sommer her. Wir haben hier eine riesengroße Anlage für grüne Leguane. Da ist, also die geht bis unters Dach sozusagen und da oben drauf liegen so Doppelstegplatten, ne, UV-durchlässige Doppelstegplatten, wo das Sonnenlicht reinkommt, das UV-Licht reinkommt. Und da hat sich wohl über die Jahre hinweg der Dichtgummi, der ist wahrscheinlich vom Sonnenlicht mit der Zeit kaputt gegangen, zerbröselt. Und da war vielleicht ja, so ein fingerbreiter Spalt also zwischen diesen Stegplatten und zwischen dem Aluprofil. Und wir haben einen Schwung grüne Leguane bekommen und die waren ein bisschen kleiner wie normal. Das waren noch relativ frische Babys. Also die sind dann vielleicht so eine Körperlänge haben die. Und die haben tatsächlich durch den Spalt durchgepasst. Ne? Und wir wundern uns die nächsten Tage, ey, wo sind die ganzen grünen Leguane? Da in dem Terrarium wurden es immer weniger. Und irgendwie die Nachbarn haben uns laufend irgendwelche grünen Leguane gebracht. Und dann haben wir erst mal gesehen, naja, da war offen, da sind die rausgekommen. Und da sind uns bestimmt, ich würde mal schätzen, also weit über 50 grüne Leguane ausgebrochen. Und die Nachbarn hier in der Umgebung haben uns dann Tage, Wochen lang, also es war im Hochsommer, ne, den Tieren ging es gut draußen, denen ging es sogar super gut. Also die hatten Farben, also die waren dann, die hatten Freilandhaltung. Wenn wir die dann 1, 2 Wochen später irgendwann gefunden haben oder eingefangen haben, die sahen aus, also wie geleckt, also schöner fast noch wie aus dem Terrarium. Ne? Also da sieht man mal, dass diese Natur oder diese Freilandhaltung für die Tiere eigentlich optimal ist. Ne? Also das war in dem Moment natürlich so nicht geplant und zwischen Freilandhaltung und ganz freilassen gibt es hier auch noch irgendwie was dazwischen, aber war tatsächlich so. Und dann ging das, wie gesagt, fast den ganzen Sommer, bis wir die alle wieder hatten. Ich glaube, meine Behörde, nicht ich glaube, ich weiß es, meine Behörde hier hatte das auch mitgekriegt, mein Veterinäramt. Also ich plaudere jetzt hier auch kein Geheimnis aus. Die haben uns natürlich eine auf den Deckel gegeben und gesagt, Herr Brockhammer, das darf aber nicht mehr passieren. Und dann seither ist es auch nicht mehr passiert. Anonym fragt, hi Stefan, welche Reptilien sind die günstigsten im Unterhalt? Anonym. Generell, aber das wird jetzt wahrscheinlich fast jeder denken, der deine Frage liest, da wird es gleich wieder heißen, ja, Tiere kosten Geld und das muss man sich ja bewusst sein, dass die Geld kosten und was ist denn das für eine Frage? Ich finde die Frage eigentlich gut, weil natürlich Tiere kosten Geld, stimme ich jedem zu und das muss man sich bewusst sein, wenn man sich ein Tier anschafft. Aber ich habe den Eindruck, du bist dir das bewusst, sonst würde ich ja die Frage nicht stellen. Und es gibt Terrarientiere, die im Unterhalt teurer sind und es gibt andere, die billiger sind. Wenn ich zum Beispiel Kronengeckos halte, ne, die brauchen es nicht sonderlich warm, die haben bloß so 25 Grad am Tag, ne, also so eine kleinere Lampe. Nachts macht man alles aus. Dann ernähren die Kronengeckos sich fast ausschließlich vegetarisch, das heißt von irgendwelchen Früchten oder es gibt so Fertigbrei zum Anrühren, was eigentlich auch eine recht günstige Option ist. Oder wie gesagt, wenn man daheim alte Bananen hat und so, kann man denen geben. Also ein Kronengecko, um ein Beispiel zu nennen, denke ich, lässt sich noch günstiger halten wie viele andere Terrarientiere. Insgesamt muss man sagen, dass Terrarientiere, glaube ich, relativ günstige Haustiere sind. Also verglichen mit Hund, Katze, sonstigem, glaube ich, ist einiges günstiger, selbst wenn man in das Terrarium Strom reinsteckt. Aber das, was man beim Hund, Katze für Futter und Körbchen und dies, das, jenes braucht und Leckerlis und was es alles gibt, also sind Terrarientiere insgesamt schon günstiger. Aber wie gesagt, auch da gibt es Unterschiede. Ne?
an was du dich vielleicht ein bisschen richten kannst, ist einfach die Temperatur. Ich würde sagen, umso wärmer mein Terrarientier braucht, also ein Königspython, der Tag und Nacht beheizt wird, ist etwas teurer wie eine Kornatter, die ich nur am Tag beheizen muss, oder eben der Kronengecko, der sogar keine 30 Grad, sondern 25 braucht. Also das macht sicherlich einen Unterschied. Und wie gesagt, bei der Ernährung vielleicht auch noch ein bisschen eine Bardagame, der in der Woche 2, 3, 4 Dosen Heimchen wegfrisst, wird teurer sein wie so ein vegetarischer oder überwiegend pflanzenfressender Kronengecko zum Beispiel. Die Sarah hat ein kleineres Problemchen. Hallo Stefan, ich habe einen neukaledonischen Riesengecko. Der wächst und gedeiht wunderbar. Es ist nur so, dass sein Kot furchtbar stinkt. Mehr als bei allen anderen Tieren, die ich zu Hause habe. Meine Frage, inwiefern fühlen sich andere Terrarientiere dadurch belästigt? Bekommen die den Gestank überhaupt so mit wie wir Menschen? Gruß Sarah. Ja, liebe Sarah, in dem Fall bist du stolzer Besitzer von so einem tollen Litchi. Also die Litchis sind natürlich auch die größten Geckos dieser Welt. Und großer Gecko gibt ein großes Häufchen. Ne? Aber mit dem Gestank hast du natürlich recht. Oder was heißt natürlich, da hast du ein bisschen recht. Es ist tatsächlich so, ich habe auch den Eindruck, dass solche Mischköster wie die Litchis sind, ne? Die ernähren sich ja viel von Früchten, aber dann noch gleich wenig auch, ich weiß nicht, wirst Insekten vielleicht dazugeben oder womöglich Babymäuse oder so. Und ich habe so den Eindruck, diese Mischung, die stinkt ganz ordentlich. Ähnliches habe ich auch bei den Theus zum Beispiel, wenn mir der Kot von den Theus, ne? Die Theus fressen ja auch alles querbeet von Hundefutter über Insekten, über Salat und so weiter. Die haben auch einen ganz schön penetrant riechenden Kot, der ganz schön stinkt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also deine anderen Terrarientiere wird es garantiert nicht stören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Tier durch den Geruch von einem anderen Terrarientier gestört fühlt. Also das glaube ich überhaupt nicht. Und vielleicht für dich als Pfleger oder die Personen in deinem Haushalt, die das vielleicht riechen werden, die werden vielleicht sagen, oh, da stinkt es ja ganz schön oder so. Da muss man, oder das wirst du natürlich auch machen, den Kot muss man einfach rausmachen. Ich glaube, das ist auch nichts allzu Schlimmes. Oder verglichen mit so einem Hunde- und Katzenkot finde ich es sogar immer noch relativ harmlos. Also von daher, wie gesagt, was die anderen Terrarientiere betrifft, gar keine Bedenken. Und für dein Näschen oder das deiner Mitbewohner, glaube ich, ist es bestimmt auch noch erträglich. Von dem her keine Sorge. Und so ein toller, riesiger Gecko, ich glaube, der ist es auch wert, dass da mal ein klein bisschen das Häufchen stinkt sozusagen. So viel zu euren Fragen. Ich habe es bei der letzten Frage, Stefan, angesprochen. Ich habe immer so, oder ich denke mir immer, ach, was will mich jemand fragen, mich kleiner Wicht, das interessiert doch kein Mensch, was ich erzähle. Scheinbar ist es doch manchmal so, ich führe das einfach auf über 30 Jahre Erfahrung in der Terroristik zurück und auf die YouTube-Filme, da plappert man natürlich viel und dann denkt ihr alle, naja, der weiß ja doch ein bisschen was drüber. Ich denke, ja, ein bisschen was weiß ich auch drüber. Was ich sagen will, da überlege ich immer bei dem Format, ist das was, ist das nichts? Sagt die Community, ach, jetzt kommt der wieder mit seinen Fragen und macht sich da ein wenig einen auf schlau und wichtig. Gebt mir gern ein Feedback dazu. Daumen hoch ist das einfachste Feedback. Daumen runter ist genauso einfach, könnt ihr auch machen. Oder aber Kommentare unten reinschreiben, so nach dem Motto, ach, war interessant oder war Quatsch oder mach's öfters, mach's weniger, mach's gar nicht mehr oder mach mal die und jene Frage vielleicht oder sowas. Also bin gespannt auf euer Feedback. Ansonsten Kanal abonnieren und bleibt mir treu und mal wieder check my balls.